Mit dem Eurostar in der ersten Klasse von Dortmund nach Paris in gut 5 Stunden. Das haben wir gemacht und in diesem Video erzähle ich euch davon. Wir sind vor ein paar Tagen von Dortmund nach Paris gereist mit dem Eurostar. Es war aber noch ein Zug von Thalys. Ich glaube, das sind die hier verkehren zwischen Nordrhein-Westfalen und Paris. Das sind diese roten Züge. Da gibt es ein paar ältere Modelle, aber auch neuere. Die Ruby ist, glaube ich, ein neueres Modell. Wir sind mit der gefahren. Ich habe zuerst gedacht, dass wir so ein älteres Modell haben werden, aber dann sehe ich den Zug einfahren und sehe direkt anhand der Sitze, dass das neue Modell ist. Da habe ich mich richtig gefreut. Und ich zeige euch auch gleich, wie das Ganze innen drin aussieht. Was wir bezahlt haben, also wir haben ja relativ spät gebucht, würde ich sagen. Es waren so 1 Monat, 1,5 ungefähr. Und wir haben gezahlt in der ersten Klasse pro Person 94 Euro. Das geht natürlich günstiger. Also wenn ihr das wirklich weit im Voraus bucht oder es vielleicht noch Angebote gibt oder so, dann kommt ihr bei der ersten Klasse vielleicht auf 79 Euro. In der zweiten Klasse auf 49. Wie gesagt, es gibt immer wieder mal Aktionen oder Angebote. Müsst ihr auf jeden Fall immer mal wieder vorbeischauen. Ich kann euch die Eurostar-App empfehlen. Da könnt ihr auf jeden Fall immer nach Angeboten schauen und eure Tickets auch direkt quasi registrieren bzw. einspeichern. Und dann könnt ihr auch, ich weiß nicht, ob das auch in der zweiten Klasse geht, aber in der ersten Klasse geht das, dass ihr dort eure Sitzplätze ändern könnt. Die ganze Zeit, also bis kurz vor der Fahrt eigentlich. Das heißt, wenn ihr seht, auch ich würde lieber dort gerne sitzen, dann könnt ihr da immer vorbeischauen. Und ihr könnt dann auch immer, das habe ich nämlich gemacht, so ein bisschen bis vor der Fahrt schauen, oh, welche Plätze sind noch frei, wird's sehr voll. Das fand ich auch ziemlich cool, dass man das danach schauen konnte. Und ihr konntet auch upgraden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel erstmal zweite Klasse kauft und dann irgendwie kurz vorher doch Bock habt auf erste Klasse, dann könnt ihr da auch reingehen, eure Buchung verwalten. Das fand ich richtig, richtig cool. Generell gibt es 3 Arten von Tickets, also 3 Stufen. Einmal die zweite Klasse, dann die erste Klasse und dann noch Premiere. Also die erste Klasse heißt Eurostar Plus beziehungsweise Komfort. Also ich habe schon verschiedene Bezeichnungen gehört. Und die dritte Klasse ist halt Eurostar Premiere. Und da habt ihr dann während dieser Fahrt noch 2 Mahlzeiten inbegriffen. Das ist dann, also die Sitze sind genau gleich wie die normale erste Klasse, nur ihr bekommt dann halt noch dieses on top, diese 2 Gerichte. Nun zu der Frage, warum sind wir überhaupt mit dem Zug gereist? Also ich wohne ja in der Nähe von Dortmund und wir wollten an die Côte d'Azur jetzt im Mai und haben so überlegt, boah, haben wir Bock zu fliegen oder nicht? Und irgendwie, ich finde Fliegen halt voll anstrengend. Ich finde das richtig anstrengend, rechtzeitig am Flughafen ankommen. Bei den Zügen in Deutschland ist es ja nicht immer so sicher. Und dann muss man extra noch viel früher fahren und dann gammelt man da rum und dann diese ganzen Security und so. Ich finde es echt anstrengend. Und dann haben wir gedacht, okay, wie ist denn das eigentlich mit dem Zug, ne? Wollen wir nicht einfach mal mit dem Zug an die Côte d'Azur? Wie ist denn das, ne? Auch einfach mal so als Abenteuer mal mitnehmen. Einfach dieses mal langsamer reisen, mal jetzt nicht schnell ans Ziel kommen, sondern der Weg ist das Ziel. Einfach mal wirklich gucken, wie ist denn das so? Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dann diese 5 Stunden und ein paar zerquetschte von Dortmund nach Paris zu fahren und dann von Paris aus den Nachtzug an die Côte d'Azur zu nehmen. Und zwar in so einem eigenen Compartment mit 6 Liegen, aber nur für uns beide. Richtig cool, da kommt dann halt auch noch ein Video zu. Also drückt auf jeden Fall gerne aufs Plus, folgt mir für mehr, weil das Video wird auch richtig spannend. Das war nämlich ein echt spannendes Erlebnis, sage ich einfach mal so. Da könnt ihr wirklich gespannt drauf sein. Aber in diesem Video soll es jetzt erstmal nur um den ersten Teil dieser Reise gehen, also wirklich diese 5 Stunden von Dortmund nach Paris. So, und ich zeige euch jetzt im Nachgang, wie die Sitze aussehen, wie das Ganze innen drin aussieht, wie die Fahrt war und erzähle euch da so ein bisschen was zu. Enjoy! Hier seht ihr schon mal die erste Klasse. Das Ganze ist in einer 2-1-Struktur aufgebaut. Und ihr seht auch jetzt schon, wie breit diese Sitze einfach sind. Richtig cool. Das war ein Blick in diese Premiere Area, das heißt, wo dann auch Essen serviert wird. Hier gibt es so eine Kaffeemaschine, könnt ihr nicht selbst bedienen. Aber hier vorne saßen immer wieder Mitarbeiter von Thalys, beziehungsweise die Leute, die auch die anderen Gäste bewirten. Und dann konntet ihr immer fragen, darf ich einen Kaffee, darf ich heißes Wasser für meinen Tee?
Super easy, die Leute waren so super nett, haben auch viele Sprachen gesprochen, also Deutsch, Französisch, Englisch habe ich da gehört. Und deshalb fand ich das richtig nice. Das heißt, für den Tee war immer gesorgt. Und hier seht ihr auch schon die Sitze. Wir saßen übrigens ganz hinten links, also da sind wir gerade schon vorbeigegangen, dieser Doppelplatz. Und was ich richtig nice fand, auf der Strecke von Dortmund, ich würde sagen bis Düsseldorf, war das hier eigentlich nahezu frei. Also ihr seht, hier war eine Familie, und ich glaube, in Essen ist noch eine Person irgendwie eingestiegen oder so. Aber es war so geil leer. Ich habe dann, also meine Mutter hat sich dann umgesetzt auf diesen Einerplatz und ich habe diesen Doppelplatz dann so ein bisschen wie so ein Sofa genutzt, habe meine Beine hochgelegt und so. Was ich ein bisschen blöd fand, hier und da lag ein bisschen Müll rum. Das fand ich nicht schön. Und das habe ich auch gesehen. Das hat dann ein Thalys oder ein Eurostar-Mitarbeiter dann fotografiert. Ich vermute, der wird das dann auch intern so ein bisschen geregelt haben. Weil das finde ich auch nicht schön. Also da muss ja schon bei der Vorfahrt, das muss schon gereinigt werden. Hier gibt es Ablagen für Koffer. Oben, unten. Wir haben unsere hier unten hingestellt. Da stehen sie schon. Da seht ihr sie übrigens. Hier ist eine Toilette. Die Toiletten sind eigentlich in der 1. und 2. Klasse genau gleich. Waren vollkommen in Ordnung. Ich habe die jetzt nicht gefilmt, weil ich finde das immer ein bisschen eklig, da alles anzufassen, wenn ich mit meiner Kamera in der Hand habe. Es gibt immer wieder so kleine Zwischensitze. Wie ihr seht, in diesen Zwischengängen, da können sich dann Leute hinsetzen, die vielleicht telefonieren möchten oder jemand mit einem schreienden Baby oder so. Hier gibt es dann noch einen Waggon mit der 1. Klasse. Ihr seht, es war so geil leer. Also ich habe das so genossen, vor allem so diese erste Phase, so bis Düsseldorf. Und selbst nach Düsseldorf war es auch noch nicht so richtig voll. Also ich glaube, so richtig voll wurde der Zug auch erst, ja, ich würde sagen, ab Brüssel. Aachen, Brüssel, so diese Ecke. Das heißt, ungefähr die Hälfte der kompletten Zugfahrt war es richtig schön leer. Das habe ich sehr genossen. Und hier zeige ich euch mal diesen Sitz in der 1. Klasse. Also ihr habt hier so ein Licht, ihr habt da so ein Dings, wo ihr euren Laptop quasi zwischen verstauen könnt. Ihr habt hier einen großen Tisch und dann habt ihr noch so einen kleinen Tisch, falls ihr ja irgendwie nur was Kleines aufstellen wollt. Unten gibt es noch so einen Bereich, da könnt ihr irgendwas reinschieben und es gibt noch diese Fußablage. Und rechts seht ihr noch einen Mülleimer und Strom. Fand ich richtig cool. Die Sitze waren sehr bequem. Ah ja, hier seht ihr übrigens, dass ihr die Sitze auch vor- und zurückschieben könnt. Und dieses Knöpfchen da ist für das Licht, was noch über eurem Sitz ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mitgefilmt habe. Ich glaube nicht. Habe ich auch nicht genutzt, dieses Licht. Und ich habe diese Sitzverstellung habe ich auch bei mir nicht gemacht, weil nämlich der Sitz dann so weit nach vorne geht, dass meine Knie dann vorne angekommen sind. Das fand ich dann nicht so bequem. Oben gibt es auch noch Ablagefächer für Taschen, für kleinere Koffer. Auch dieser Viererplatz sieht auch sehr gemütlich aus. Also die Sitze waren echt sehr bequem. Auch, wie soll ich sagen, diese Schale um die Ohren rum. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Fand ich auch sehr nice. Genau, oben, da seht ihr diese Lichter. Die könnt ihr dann an- und ausmachen. Und genau, ich bin dann noch in die 2. Klasse gegangen, aber ich glaube, genau, hier habt ihr auch noch weitere Toiletten auf jeden Fall. Noch so kleine Sitze vor den Toiletten, falls man warten muss. Das ist das Bordcafé. Da hat man dann auch später eine Dame vorgefunden, die Sachen verkauft hat. Hier kann man dann auch an den Tischen chillen, wenn man möchte. Was ich echt cool fand, es gibt einen Automaten. Also da könnt ihr euch immer wieder Getränke holen, kleine Snacks. Das finde ich vollkommen ausreichend für so eine Fahrt. Und ich glaube, rechts davon gibt es nochmal so einen Kaffeeautomaten. Schauen wir mal, ob ich ihn auch gefilmt habe. Genau, hier gibt es auch nochmal Heißgetränke, falls man irgendwas braucht. Coffee, Drinks. Und ich glaube, hier startet schon die 2. Klasse. Genau. Was ich hier cool finde, das sind so, ich weiß nicht, das ist halt wie so eine Schale so diese Sitze. Das finde ich irgendwie fast noch geiler als in der 1. Klasse, muss ich gestehen. So, man bekommt vom Vordermann einfach gar nichts mit. Das finde ich geil. Also im Vergleich zu den alten Zügen ist das viel cooler so. Ihr habt hier auch Strom, ihr habt hier was für Getränke. Dann habt ihr auch noch einen großen Tisch. Alles ein bisschen enger. Also die Sitze sind auf jeden Fall nicht so breit wie in der 1. Klasse. Und auch vorne kommt ihr mit den Knien schon schneller dran. Definitiv. Es ist ein bisschen enger, wie ihr seht. Ich bin ja 1,80 groß, einfach damit ihr so einen Vergleich habt. Und das ist halt ein 2-2-System. Auch hier seht ihr, am Anfang der Zugfahrt war in der 2. Klasse auch gar nicht viel los. Und ich muss auch gestehen, am Ende
bin ich auch nochmal durchgegangen, weil ich nämlich mal gucken wollte, wie sind denn die Klos in der 2. Klasse. Und auch da habe ich gesehen, da waren teilweise so 3 Reihen in der 2. Klasse komplett frei. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, richtig, richtig nice. Ich hatte mir übrigens für die ganze Fahrt so eine Liste gemacht, was ich alles an Tätigkeiten machen kann, weil ich bin noch nie so lange Zug gefahren. Ich hatte da Spiele draufstehen, ein Buch, ein bisschen arbeiten am Laptop, Filme schauen, Serien schauen. Ich habe mir auch so viel runtergeladen. Am Ende habe ich eigentlich nur, ich glaube in der 2. Hälfte der Fahrt, so ein bisschen YouTube geschaut, so ein bisschen ja, meine gespeicherten Sachen auf Netflix geschaut. Also gar nicht mal so viel von dem, was ich eigentlich vorhatte. Ach ja, WLAN hat man übrigens auch. Fand ich auch relativ passabel. Also ich hatte jetzt keine Hänger oder so. Hier sind wir, glaube ich, in Brüssel angekommen oder rausgefahren. Ja, rausgefahren, glaube ich. War auch spannend, hatte ein bisschen was von Dortmund Nord, würde ich sagen. Aber es gab auch richtig coole Gebäude, was ihr gleich sehen werdet, die ich echt faszinierend fand. Wo ich auch sage, echt cool, dass ich die gefilmt habe, weil ich hatte meine Kamera nicht permanent an. Ich glaube, jetzt gleich kommt's. Enjoy! Dames en heren, zo dadelijk komen we aan het station van Brussel uit met een vertraging van ongeveer 10 minuten. U erbij uitstappen, goed na te kijken of u iets vergeten bent. Bedankt dat u voor Eurostar heeft gekozen. Ladies and gentlemen, shortly we will be arriving at Brussels station with a delay of 15 minutes. Before getting on the
Ja, und dann waren wir so langsam in Paris. Also ich fand diese Zugfahrt extremst entspannend. Was dann nicht so entspannt war, war der Gare du Nord, weil der ist echt riesig und so viele Menschen, ey, war nicht so meins, aber haben wir auch geschafft. Und wenn du Bock hast auf Part 2, also wie wir mit dem Nachtzug an die Côte d'Azur gefahren sind, dann folg mir gerne. Das Video kommt auch bald.